So, Hallöchen. Es geht weiter mit Disco Elysium. Das Spiel, das ich schon immer mal durchspielen wollte. Hardcore-Rollenspiel. Und als allererstes an dieser Stelle, ich möchte mich voraus schon mal entschuldigen. Ich bin ein bisschen kränklich. Ich habe die ganze Zeit überlegt, spiele ich das Ding oder lasse ich es jetzt erstmal liegen und dachte mir, nee, komm, ich mache dann doch jetzt nochmal eine kleine Session. Ob das dann wochentechnisch dann reicht, gucken wir einfach mal. Gut, also, es kann sein, dass ich ein bisschen hüstlere. Das liegt dann einfach daran, dass ich eben ein bisschen erkältet bin. Oh mein Gott, wir haben ganz schön viel. Ja, wir haben ja immer noch den Beutel mit den Flaschen in der Hand. Und wir sind in den Kohleofen jetzt gegangen und wollten, ja, jetzt mal gucken, was hier noch so in der Nähe gibt. Ne? Genau, wir sind hier nämlich in dem... Oh, haben wir mit dem schon gesprochen? The streets will flow red once more, a great torrent rushing down Rue de Esperance. You wait and see. Das Mädchen starrt auf das am Steg liegende Segelboot. The streets will not flow red with anything. Who are you? I'm Cindy the fucking Skull. What else do you want to know? Date of birth, blood type, the last time I was tested for Hep C. Beantworte einfach ein paar Fragen, okay? Ask away, pigman, but I don't promise to answer. Trotz ihrer frechen Antwort legt sie den Pinsel zur Seite. That smell coming from her paint bucket. It's not paint. It's heavy fuel oil. Verlasse ich mich auf meine Wahrnehmung? Ja. Red-dyed heavy fuel oil, intended for exclusive use in government vehicles, to be precise. Sagt er und begutachtet den Inhalt von Cindys Eimer. What did you think I was using? Aquarels? Sucked it out of a cop's fuel tank myself. Back in Jamrock. Die Dämpfe sind aber nicht gut für deine Gesundheit. Something to think about next time you're driving around in your pretty little piggy carriage. Da hat sie nicht ganz unrecht. Schaut sie mal zur Seite? Ich weiß nicht. Ist das dein Bett in der Kohlekammer? Ooh, not only have you found my address, you've discovered my biggest secret. I'm a coal miner. She does have eyes that seem to be smeared with coal. Echt? Du bist Bergbauarbeiterin? Yes, I keep hoping a shaft will collapse on me, but somehow it never happens. Hast du kein richtiges Zuhause? Does anyone in a city like this? Ist nicht unbedingt schön, aber man muss eben nehmen, was man kriegt. It doesn't have to do anything at all. Nothing does. Like me. Right now, I'm doing nothing at all. Cool, ich habe weitere Fragen. Shoot, Piggy. It's what you do, isn't it? Weißt du etwas über den Mord, der vor kurzem passiert ist? I ain't no snitch, pigstein. Go forth and forage in someone else's shit. No shortage of squealers in these parts. Actually, there is a shortage of people who talk to us in a normal, calm, informative manner. We
We weren't put on this earth to make your life pleasant, fucko. Die ist echt ganz schön frech. Der musste man mal auf die Fresse geben, oder? Was machst du an der Mauer? Can't you tell? I'm painting a beautiful mural, an aereo graffitio visible from low orbit. Aha. I haven't really started it yet. I'm waiting for the right words. Du weißt also nicht, was du schreiben sollst. Have you ever tried your hand at graffitio? When faced with a blank wall, most people write unimaginative stuff, like pigs go home and Mono is here. Ja, kenne ich. We rarely see pigs round here, though. Just union cards. And my name's not Mona, so... Ja, das sehen wir uns auf. Warum willst du unbedingt das Gebäude verunstalten? This place is severely lacking in havoc. Not even the occasional trash can fire to break up the tedium. I thought I'd mix it up, you know. Summon the forces of crime and social chaos with a wall-sized invitation. Ich habe eine Meinung dazu. Willst du sie hören? Yeah? Ich liebe Kunst im öffentlichen Raum. Stör dich nicht an uns. Mach einfach weiter. Thanks. I'm sure the inspiration will come to me now that I have an official RCM stamp of approval. Du schaust immer wieder zur Seite. Wo schaust du eigentlich hin? The lieutenant furrows his brow at another one of your eccentricisms. Hatred, disgust. It's difficult to tell which of the two is more present in her girlish features. The woman on the boat does not notice her staring. Vielleicht sollte man mal bei der vorbeischauen. That is on her. Someone's got to keep an eye on her. Ozon is an archipelago 2 days' travel away from Rivershore. Its moneyed residents, used to posh restaurants and upscale boutiques, rarely have reason to visit Martinez. Wer ist sie? Probably the Wild Pines rep. We should talk to her. She's a professional negotiator, though. I have the feeling she will be very cooperative while telling us nothing. You should take the lead. Ask her unexpected questions, you know? Do your thing. Don't be afraid to get a bit wacky. Throwing her off is our best bet. Okay. Ja, das ist meine Lebensaufgabe. Good idea, piggies. Run along now. Fuck her shit up good. Impound that boat while you're at it. I'd like to watch her swim back to us on. Bis später, Cindy. Watch your back, Ungulate. You've got eyes on you. Also bei der Alten muss man sich ja echt zurückhalten, dass man nicht zuschlägt, ey. Holy fuck, ey. Also, ich muss schon sagen, hier, ne, Frauen schlagen und so geht gar nicht, aber wir sind ja im Videospiel und die ist ja echt frech wie Sau. Kohle, nice. Bei die versuchten Plantnähen im Wind, vergessen Hämmer und Nägel verrostet. Das Schloss ist verrostet, es lässt sich nicht öffnen. Ja, Mai, dann sollen wir da ja die Alte rausscheuchen, ne? Hieß es da nicht? Dass wir da raus sollen? Mal hier rein. Ja. Das Meer unter dir wird kalt und winterlich grau. Jemand hat die Wand eingerissen. Kann ich sie darauf ansprechen mit der Wand? Exit. Give me a moment.
Ask away, policeman. Ah, hier, was können Sie mir über Cindy erzählen? The artiste? Nothing I can do about her, I'm afraid. She ruins the walls faster than I can clean them. Still, Sie lehnt sich auf ihrem Besen. she leaves an old lady to her business. More than I can say for others. Wissen Sie, wer in einer zwangsversteckten Wohnung gelebt hat? Habe ich ihr das noch nicht gefragt? Sache. The hell am I supposed to know? Another nut job, I assume. She mumbles some kind of a response, then hacks something into her handkerchief. Danke, ich verabschiede mich. Ich gehe mal hier in den Access gucken. Ah, dann sind wir jetzt wieder draußen. Ah, das ist die Rückseite des Hauses. Ja gut, dann gehen wir da gleich hin. Wir wollen ja erstmal die Quest hier lösen. Falsch. Und zwar die Aufgabe mit... Genau, das wollen wir machen. Wohnung 10. You hear someone walking around inside, rearranging the furniture. The number on the panel says 10. Ja, ich klopfe nochmal. A poor communard from the looks of it. The room is barely bigger than a closet. Hier ist die Polizei. Öffnen Sie die Tür. Do I have to open the door? Wieder hörst du das Klacken von Absätzen, als die Person auf der anderen Seite bis zur Tür kommt. Die Stimme hat nun einen abwehrenden Tonfall. Do you have a warrant? I'm not obligated to open the door if you don't have a warrant. Let's go. We don't have a reason to get inside that apartment. It's generally easier to do things if you have literally any reason. Diese Wohnung sollte eigentlich leer stehen. Sind Sie eingebrochen? Excuse me? Of course not. You have plenty of reason to enter. Wenn ich einen Einbruch vermute, benötige ich keinen Durchsuchungsbefehl. Oh, come on. Oh, es folgt eine kurze Pause, ehe die Tür aufgeschlossen wird. Sehr gut. That was smart. Sogar Schachzug. Ja, danke. Dafür bin ich bekannt, auch wenn ich stets besoffen bin. Und deutet mit einem Nicken auf die nun unverschlossene Tür. Oh, dann gehen wir da mal rein. Hände hoch, wer sind Sie? Scheint eine gute Matratze zu sein. Eine kleine Wohnung. Eine Packung Tabletten ragt aus der Schachtel. Du solltest sie nehmen. Mach dich nicht lächerlich. Du kannst hören, dass sie in ihr von Insekten wimmelt. Satisfied? My name is Marielle Charpentier, and I'm an agent with Martinez Realty Associates. I am not breaking in, as I have every right to be here. The keys, see? Boy, there are a lot of different keys there. More than 20 at least. Do you want to see my ID as well? You can't legally ask for it, but why not? Want to see my residence permit too? Sie tastet in ihrer Geldbörse herum und fischt einen leichten, in Papier eingeschlagenen Pass heraus. Du prüfst den Pass. It feels flimsy in hand, with the words Revachol Zone of Control written under a nondescript municipal logo. There's a picture of her with shorter hair inside, along with
all her personal details. Scheint alles in seiner Ordnung, alles seine Ordnung zu haben. Thank you. Do you have any questions? I need to be back in Midtown in an hour. Was machen Sie hier? I need to get it ready for the next lease, but as you can see, the previous tenant completely trashed the place. Unerhört. Wer hat denn hier gewohnt? It was some kind of a moribund old man who used to be a business owner. You'd think they'd make rent. Sie hält inne. Zögert. A sudden serious look crosses her face. This story didn't have a happy ending. But that was months ago. Anyway, was there anything you wanted, or is that it? I'm in a hurry. Wer hat in der zwangsversteckten Wohnung am Ende des Ganges gewohnt? Oh, that's another huge mess. The former tenant owes us 3 months of rent. 3. We closed the apartment and planned on auctioning off the valuables, but... And again, I have no idea how stupid mistakes like this can even happen. But Ron, when he came to close the door, didn't close the neighboring door. And there's a hole in the wall. A hole in the wall. Can you believe it? And then the tenant ran off with his stuff. He's gone. The money's gone. Just like that. Sie schnippt mit den Fingern. The sum must have been puny. Okay, Moment. Was ist denn mit der Wand passiert? Don't ask me what happened with the wall. I have no idea how we're going to find the time or resources to fix it. Both apartments are now unrentable. Both. Die manikürten Hände sind nun von der Brust verschränkt. Na gut, das wäre alles, danke. Of course. Sie hat darauf gewartet, dass du verschwindest. Kann ich ihn eigentlich nach seiner Meinung fragen? Yes? Nichts. Okay, ist die Aufgabe jetzt erledigt? Bericht der Putzfrau, okay. Hey, Madame. Give me a moment. In Wohnung 10 habe ich keine Anhänger der Gegenkultur angetroffen. Nur eine Immobilienmaklerin, die damit beschäftigt war, das Zimmer für neue Vermieter vorzubereiten. I see. I hope some good people are finally going to move in. This place needs them. Ja, ein paar hochtechnologische Zauberer, nee. Oh Gott. Ich bin sicher, dass alles gut wird. Dieses Wohngebäude benötigt einen langsamen Wandel. Er muss sich so langsam vollziehen, dass man ihn gar nicht bemerkt. Yes. Well. I hope they're good people. Ich hoffe, es sind anständige Leute, ja. Your statements are too vague to comment on. Ah, gut. Ich verabschiede mich. Also, wer sind wir eigentlich? Wir wollen rechtschaffend sein, haben aber natürlich immer so ein bisschen ein Problem. Ne? Wir haben selber Probleme, die wir irgendwie... This door has been closed with a padlock. A chalk-drawn number on the board says number 11. Du untersuchst das It's a Vorgänge. solid lump of metal, but the shackle is deeply corroded. A solid pair of chain cutters would make short work of it. Better whip out those cutters. You won't get very far otherwise. Ich habe das Werkzeug nicht in der Hand. Okay, dann warte.
Das heißt... Ich habe in der linken Hand, können wir den reinpacken, ne? This door has been closed with a padlock. A chalk-drawn number on the board says, number 11. Ja, komm, mach auf die Luke. The shackle snaps like a twig, and the lock falls to the floor with a little thud. It should be possible to enter now. Na dann, After you, detective. gucken wir mal rein, oder? Extravagantes Poster, das einen weißen Stern zeigt. Eine echte Lithografie. Fotos von mit Gewehren posierenden Revolutionären. Bücher aus dem Bereich der kritischen Theorie. Es geht um die Ungeheuerlichkeiten des Kapitals und so. Revolutionäre lieben es, sich mit ihrem Gewehr in Impulse zu werfen. Was haben wir hier? Wait, was ist das? Irgendein Ding habe ich gerade. A plaster cast bust depicts a middle-aged man with impressive sideburns. The name on the plinth reads Kraz Mazov. Kraz Mazov, nom de guerre, was an economist and a theoretical historian. He was a leading figure in the Grad side of the turn-of-the-century revolution, where he headed the 9-day government. Mazov is considered the father of scientific communism, Mazovian thought, or Mazovianism. Warum hat der Mieter hier eine Büste von Gras Masow im Schlafzimmer? The White Star, the photos on the wall. I think we have broken into the apartment of a young commoner. How fitting. Scheint so, oder? That isn't just a 5-pointed star. It's an inverted white pentagram cradled in a wreath of antlers, the iconography of communism, in other words. Du begutachtest das Symbol genauer. The star and antlers was developed in the 6th decade of the last century and quickly adopted by Mazov and the communards during the revolution. Even today, half a century after, the star and antlers retains the ability to evoke hope, disappointment, and fear in equal measure. Warum steht der Stern auf dem Kopf? To symbolize the toppling of the old order. Huh? Also, some social democrats were already using it. Was hat das mit dem Geweih auf sich? The wreath of antlers represents a natural crown. It was about building a society that could exist in accord with the natural world, and at the same time above it. Warum ist das Symbol weiß? Because white is the color of peace. Oh, macht Sinn. Was weckt die Symbolik in mir, wenn ich sie betrachte? Du schließt den Gedanken ab. Nothing at all yet. Right now, it's just meaningless shapes on a wall. Ach, das da meint er. Der Hirsch mit dem Pentagramm. Ja gut, dann haben wir jetzt hier alles, oder? In das Haus hier kann ich nicht rein.
Tisch liegen eine alte Einkaufsliste und Schecks. Mann, das ist heruntergekommene Buden, ey. Ja, dann gehen wir Exit. Und gehen gucken, was hier unten noch ist. Hier war ich noch nicht. Und dann können wir mit der Lady noch sprechen, ne? Dann ist ja ein zerlegtes Motorrad am Werkzeug. Ah, hier ist die Farbe von ihr. Oh, eine Kleidung. Signalbauer. Wir haben bald ein Level Up, so wie ich die Sache sehe. Aber den Beutelschneider haben wir, ne? Kann ich ihn wieder ablegen? Ja. Alkoholisches Getränk, Commodore Red. Die Handschuhe brauchen wir noch. Pennermütze. Konzeptbildung +1. Korpsgeist. Zwielicht -1. Eye Captain. Das klassische zweireihige Mantel ist für jedermann geeignet, selbst für dich. Falls du es jemals am Steuer eines Schiffes mit dem Winden des Weltmeeres aufnehmen musst, hält der schwere Mantelstoff dich warm. Auch wenn die Motten einige Löcher hinterlassen haben. Aprikosen-Kaugummipapier. Gabside Apartment. Ach, das sind nur die Dinger hier, okay. Anscheinend standen hier weitere Bauten, damals vor Jahrzehnten. Magnesium. Der Rumpf dieses Bootes strahlt, als sei er vor kurzem gestrichen worden. Anleger für Anwohner der Rue du Saint-Ghislain. Dein Zimmer in Whirling ist nicht viel größer als diese Schalpe. Dieses Schiff ist mehr wert, als du in deinem gesamten Leben verdienen wirst. A striking woman leans against the cabin top of her sailing boat, smiling as you approach. Her green raincoat glistens with droplets. A silk scarf is tied around her throat. Good morning, officers. I'm Joyce. Streckt zur Begrüßung die Hand aus. Joyce L. Messier. I represent the board of Wild Pines, the owners of the harbour. You gentlemen must be from the RCM. Sie tritt näher heran und streckt sich über die Reling die Hand entgegen. Du schüttelst ihr die Hand. I'm glad to see you here. Ihr Händedruck ist fest und kalt. Like steel, there is strength there. If she wanted, she could sink her nails deep into your skin. I was dispatched to handle a strike, not a lynching. Anything I can do to assist the RCM in this matter, I will, gladly. That is good to hear, madame. My colleague will take the lead on this interview. I should let you know that he is recovering from an unusual medical episode. Very unusual. But I can assure you of his ultimate competency. Was soll das denn heißen, Kim? How interesting. I wish you a swift recovery. In the meanwhile, you have my full cooperation, and the full cooperation of the Wild Pines group. Können Sie mir etwas Geld geben? Erzählen Sie mir von Wild Pines. Womit verdienen Sie Ihr Geld? What we do.
I'm afraid I don't speak for Wild Pines as a whole. It's a giant undertaking. Okay, womit verdient das Unternehmen sein Geld? The Pines' core competency is logistics. Container shipping, freight, that sort of thing. See those airships there, blinking? Those are the shipping side of things. And that is the terminal. Another subdivision deals with energy, oil and gas exploration, offshore platforms. The Wild Pines Group is one of the original Revacholian Indo-tribes. Companies awarded royal monopolies by the king, the suzerain himself, centuries ago. The king is long gone, but several of the Indo-tribes remain. Das finde ich ganz cool, das ist halt seine Wissen-Bibliothek, die er am Hören hat, ne? Und wir können, da können das immer aufrufen. Aber das ist doch falsch. Ich sag mal, Sessa, welche anderen Indo-Stämme gibt es noch? Wir sollen ja überraschend sein und sie verwirren. Son-Baptiste, Elysium, an unknown entity known as brightest star. Verstehe, verraten Sie mir noch was. She nods. Ich überrasche Sie mal. Sie sehen reich aus. Können Sie mir etwas Geld geben? Is what you want to say, but it isn't that easy, is it? Was? Warum? Look at that lady. Take a gander. Squint your eyes, bub. Welch schöne Stoffe. Why, yes. Tucked away under that sturdy green raincoat, almost rustic in its simplicity, a silk shirt and matching scarf around her gentle throat, while dull orange pearls hang from her earlobes, red from the cold. Her light green eyes scan you, full of knowledge and worry, wealth and all its possibilities. These are the kind eyes of the rich man that seem to say everything is possible. Within reason. Ja, und? Now look at you, you misery-clad simian, barely able to tie your own laces. Your armpits are lakes. A scythe of booze precedes you. Your hair sticks to your forehead and your underwear feels uncomfortable. Danke für dieses eklige Bild. You're poor, poor as balls. You can't ask this person for money. You're too... Ja, Scham. Mittlerweile sollte ich eigentlich mein eigenes gottverdammtes Geld verdienen. Passt das zu Ihnen? Ich glaube, ja. Maybe you could ask her for some stock tips. That's a maybe. Or a job. But you're sure as hell too ashamed to ask for cash, buddy. Okay. As I was saying, if there's any way I may be of assistance, please don't hesitate to ask. 42%. Sind Sie an Bord eines Bootes? Das ist eine dumme Frage. Wir sollen ja nicht dumm rüberkommen. Was können Sie mir über diesen Streik erzählen? Everything. Right up to, but not including, trade secrets. Und was genau ist Ihre Rolle in dieser Angelegenheit? I believe the official title is Senior Labor Negotiator. In practice, I'm a grocery clerk. I relay the union's demands to Wild Pines and return with Wild Pines' counteroffer. Ah, okay.
Die ist quasi so wie die Gewerkschaftsleiterin von Verdi. And how are the talks going? They're not. That's the problem. The union stopped all negotiations a week ago, after that awful lynching took place. Now they won't even let me into the harbour. There's a 2-meter 20 racist behemoth blocking the gates. Erzählen Sie uns mehr über dieses Ungetüm. Ja, eigentlich will ich das gar nicht wissen. Aber gut. What can I say? The union employs a giant covered in tattoos. A racist giant. I guess that's part of their big tent organization now. Wie liefen die Gespräche vor dem Lynchmord? Let's say I was not making the kind of progress I'd hoped for when I first arrived. And when did you first arrive? Gute Frage, Kim. I arrived 3 weeks ago. Yes, in the middle of February. The bay was still partially frozen then. I prefer to do these things on site, like the RCM. But the strike began in December. Guter Einwand. Warum so spät, ne? I wasn't the original negotiator here. I took over after Mr. Gaumont hit a wall with Mr. Clare, the union boss. Mr. Clare refused to speak with Gaumont despite concessions he'd granted the union in prior negotiations. This isn't the first time the union has gone on strike. Heavens no. There have been 2 prior strikes. Both times the union won significant concessions, including overtime pay and a medical plan. This time their demands are more, I guess you could say, aggressive. Was fordert die Gewerkschaft? There are leaflets everywhere, and banners. What did they say again? Oh yes. Every worker, a member of the board. Oh Mann, ja, das kann ja nicht funktionieren. Most of the workers probably don't know what that means. Ja, ich würde auch sagen, also ein Arbeiter, der ein Vorstand ist, null. Klingt, als hätten die Gewerkschaft keine Ahnung vom geschäftlichen Ding. In its defense, another said, demand democracy. Pretty tame stuff compared to every worker, a member of the board. Vermutlich wissen die meisten nicht, was es bedeutet. Fortunately, they explained it. Every time the Wild Pines group makes a decision about anything, it needs the signature of each of the 2,200 workers in its Martinez terminal. Oh mein Gott! Ja gut, dann wird ja nie was entschieden. Das kannst du ja im Leben nicht bringen. 2200 Leute müssen unterschreiben, bevor was durchgesetzt wird. Oder, ja gut, steht ja nicht hier. Ja doch, aller. Oh. Just so you understand, this is but one of 22 terminals owned by Wild Pines. Essentially, not only are they kings of the company, they are also kings of the 72,000 employees of Wild Pines Group. Okay, ich mische mich bei mir nicht ein. Was werden sie jetzt tun? I'm not sure. Naturally, I assume that was just their opening position, a hard-nosed tactic with a side of mockery. But there's been no follow-up, just the same nonsensical slogan repeated over and over again. And now, people are getting lynched, I hear. Behind the whirling in rags. A disastrous situation if there ever was one. Excuse me, from whom did you hear about this lynching? Ja, danke Kim. Guter Einwand. I first heard it from the boyer at the gates. The one whose very name advertises his aversion to work. I think he said it was, "Call me mañana." Was? Hä? This checks out. Was ist aus diesem Gourmand geworden? Mr. Clare told him to... How did he put it? Die Partie, um dich zu sammeln. Fuck off, midget.
Gaumont is short of stature, you see. Na gut. Yes. Keep in mind, this is a negotiator Mr. Clare has worked with before, and who was more than fair with him and the union. Erzählen Sie mir von diesem Gewerkschaftsboss, Herrn Clare. Everard Clare is a man of the utmost integrity. If you can say one thing about him, it's that he always puts the interests of the workers first. Wirklich? Of course not. Everard is fantastically corrupt. I imagine he has a thick, viscous goo where you and I have blood. If you were to prick him with something sharp, you could see it oozing out. A knife, maybe? No, a rapier. Das sagen wir nicht zu ihr. Ist ja so schlimm. He is the most corrupt individual I have ever seen, and I deal with men like him for a living. If there is anyone more venal, more irredeemably nepotistic, then it's his twin brother, Edgar. Moment, es gibt zwei davon? Yes, Edgar looks exactly like his brother, except for that lazy eye. He also talks exactly like Everard does, and when one's term as foreman is up, the other takes over. It's how they circumvent the term limits, you see, with a funny little switcheroo. While in office, they've embezzled God knows how much of their workers' dues. Was ist denn mit der Gewerkschaft an sich? Die besteht doch nicht bloß aus den Clare-Brüdern. The Débardeurs Union was once a perfectly normal institution. 20 years ago, anyway. It must not have been easy to establish under the Emergency Act, but they did it. I can respect that. Organised labour at its best, as they say. Then something happened in the local chapter elections. The brothers Clare came and transformed it into a... how do you say... Sie zögert und sucht nach dem richtigen Ausdruck. A mob. The Débardeurs are a crime syndicate. Sad as it may be, I suspect we'll be forced to cooperate with them. Ah, verdammt. Refreshingly honest, officer. The company has tried appeasing in the past, but I'm afraid our concessions have only emboldened Everard and his brother. Die wendet sich an dich. And your opinion, detective, if I may ask? I'm a curious and talkative person, you see. Would you say the Débardeurs Union is... Naja, also so wie ich das gerade lese oder höre, würde ich tatsächlich sagen, wir wissen ja nicht, wie es um die Arbeiter steht. Sollten wir uns da raushalten? Ich weiß es halt nicht. Ich ziehe es vor diesen Dingen keine Meinung zu haben. Den Kopf in den Sand stecken. Ich glaube, ich nehme das. Ich halte sie für einen riesigen Blutegel, der Ravenclaw das Leben aussagt. Indeed. And a hungry one. Sadly, Wild Pines have cooperated with what amounts to a crime syndicate for 2 decades. However much you feed the leech always hungers. Noch etwas. Sie haben gesagt, bei den Wahlen sei etwas passiert. I'm glad you asked. There was a woman, the previous forewoman of the Union. She disappeared. Die ist verschwunden. Disappeared? Yes. On the last day of the local chapter elections, her daughter phoned in and said she wasn't running anymore. Or coming to work. Ever. End of story. Ja, ich wollte auch gerade sagen, das klingt ja nach Erpressung. Indeed. The company suspects foul play, but there's nothing they could do. It was a union matter. Also da scheint ja einiges im Argen zu sein mit diesen Gewerkschaftstypen da. The point of the presentation is, these kinds of things happen around the Clares. Watch out when you're dealing with him. Ja, danke. Thank you for your concern, ma'am. We'll be just fine. Mehr muss ich dazu nicht wissen. Wechseln wir das Thema. Of course. How else can I help?
Was könnt ihr mir über den Lynchmord erzählen? Quite a few things, I'm afraid. Verstimmt kurz und denkt über etwas nach. The information I'm to share with you includes sensitive trade secrets. For the sake of my employer, I have to ask for your names and badge numbers. Oh, Scheiße! Fuck! Of course, ma'am. We should have introduced ourselves. I am Lieutenant Kitsuragi from Precinct 57. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich hab gedacht, das können wir unter den Tisch fallen mit dem Ausweis. And this is my colleague from Precinct 41. Oh nein. Meinen Ausweis. Ja, natürlich, meinen Ausweis, den ich bei mir habe. Oh Gott. Oh Gott. Ehrlich gesagt scheine ich meinen Ausweis nicht dabei zu haben. Vielleicht können wir uns mit der Nummer 1 drum herum drücken. Meinen Ausweis, ja, natürlich, meinen Ausweis, den ich bei mir habe. He looks at you expectantly. Then it dawns on him. Ehrlich gesagt scheine ich meinen Ausweis nicht dabei zu haben. How curious. Why is that, Detective? Welchen Grund hat das, Detective? Erinnern Sie sich noch, wie mein Partner Ihnen erzählt hat, bei mir sei vor kurzem ein ungewöhnliches medizinisches Problem aufgetreten? Oh, das ist unsere Ausrede. Der Verlust meines Ausweises steht in Zusammenhang damit. I see. So, are you saying you lost your badge during the course of this episode? Ja, sie muss nicht zu viel wissen. I can't hear you, darling. Speak up, please. Oh nein! Oh Gott! Oh Gott, warum habe ich nur diese beiden Antwortmöglichkeiten? Na gut, ja. Durchaus möglich. Nach einer von extremem Alkoholkonsum geprägten Nacht hatte ich keinerlei Erinnerung an mein Leben und die Beschaffenheit der Welt mehr. Oh dear. Some kind of encephalopathic amnesia. I don't even know how to respond. Vielleicht können wir dieses Gespräch einfach vergessen? I do believe you, naive as that may sound. I simply can't imagine what you gain by faking such a condition. Ja, ja. As I said, ma'am, his technique may be very unconventional, but he is an officer of the RCM. Of course, I sympathize, but I'm afraid I simply can't share anything more until I've seen that badge. Ah, verdammt. She's a professional negotiator. She should be open to some sort of mutually beneficial arrangement. Aber ich habe nur 42%. Das ist zu wenig. Dann treibe ich ihn irgendwie auf. Unterhalten wir uns über etwas anderes, bis ich ihn gefunden habe. Of course. But before we do, officers, let me be perfectly clear. Oh oh. The situation is extremely volatile. The sooner we can speak about this lynching business, the better for all of us. Danke, das wäre auf was alles. Of course, Detective. Take care. Wow, you work hard. Du verwirrst den Gedanken. I know you're in a hurry, sir. Off to work really hard, as always.
I just need one moment of your time to discuss how hard you hustle. Oh, yes, you hustle. You're a provider. It's tough out there, but you keep it real and provide. Ich schätze, das tue ich. Oh yeah, like a horse, a workhorse, for hard work. Wie genau sieht denn meine schwere Arbeit aus? Look at yourself. You're a human pedometer. You must have walked 200,000 steps down cracked asphalt, mosaic, sand, and linoleum after you re-emerged. That is the sign of a hustler who never gives up. The world is harsh and people are evil. You didn't make it that way, and you won't let it break you. You ride. Ja, ich mach mein Ding, ein bisschen. A little. You make money. You got gills, baby. Got those black papers with the faces of the innocents on them. You bring in the Franco Negros and the Solas. Übertreibt er nicht ein bisschen? It ain't easy, but you do it. Day in and day out. You didn't make the rules, but you won't lose. You're a cop and a sprinter and a money printer. Ja, ein paar Kiem hab ich bestimmt schon gemacht. Sure. And has it been easy? Is life easy? Have you not gone into cardiac arrest? Are you not about to have an anxiety attack or shoot yourself in the mouth? But you still hustle 24/7, ride or die. Now, ask yourself, are you rich? Nein, eigentlich nicht. That's right. You work harder than anyone. You almost rode yourself to the grave and you're still practically a hobo. Why is that? Ich weiß es nicht, warum bin ich denn so arm? Because of the taxes. G-Man's got his jam-covered sticky fingers in your pocket, stealing from you every time you buy, sell, walk, talk, fart, so much as sneeze. Echt? Jedes Mal, wenn ich niese? Every time you wipe your ass. They got their direct and their indirect modes of taxation. Sales tax, excise duty, extraction tax, alimony, one tax that doesn't even have a name. Plus there's the stuff people in other countries pay for. That makes them ask for more money from you. Here. Total tax duties add up to 98% of all your money. Du hilfst mir nicht bei der Lösung meines Geldproblems, sondern mach bloß eine freie Marktwirtschaft Fuzzi aus mir. What are you, a racist? Don't be a racist. Be a cool immigrant, ultra-liberal free market advocate. Ride or die. Keep it street. Hau ab, du verwirrste Gedanken. Okay. Also, wir haben ein Level Up. Was haben wir noch? Joyce Information zum Lynchmord. Okay. Ja, Leute. Ich würde mal sagen, ich mache mal für diese Folge Feierabend. Wir haben viel erfahren, also wir müssen zu ihr nochmal zurück. Jetzt sind wir doch aufgeflogen. Aber offenbar wusste Kim schon von vornherein, dass wir unseren Ausweis nicht haben. Naja. Gut, also bis zum nächsten Mal. Tschüss.